Herzlich willkommen aus London heute, wie man unschwer erkennen kann am Big Ben. Und zwar bin ich heute hier, um auf eine Filmsafari zu gehen. Wenn man an Harry Potter denkt, dann denkt man nicht zwangsläufig direkt an London, vielleicht eher an das Schloss Hogwarts. Aber was viele vielleicht gar nicht wissen ist, sehr viele Filmszenen wurden tatsächlich hier in London gedreht. Und ich habe mir einige rausgesucht, die wir hoffentlich alle mal abklappern können heute. Und ich bin genauso gespannt wie ihr. Und jetzt schauen wir uns mal an, wo genau unter anderem Gleis 9 3/4 oder auch die Winkelgasse ist. Also bleibt gespannt und viel Spaß mit diesem Video, Freunde. Also die Szenen rund um das Gleis 9 3/4, die wurden schon im King's Cross, was man hinter mir sieht, gedreht. Allerdings wurden die Szenen von draußen, also da wo man jetzt im Film sieht, dass quasi der Hauptbahnhof draußen wäre, wurden hinter mir in dem roten Gebäude gedreht. Grund ist wahrscheinlich einfach, weil der King's Cross Bahnhof von draußen jetzt nicht so ansehnlich ist. Wichtig ist, dass also der Drehort, der eben auf dem Gleis 9 3/4 stattfindet, befindet sich eben nicht zwischen Gleis 9 und 10, sondern zwischen Gleis 4 und 5. So, und da sind wir auch schon bei der ersten Aufnahme angekommen. Man sieht ganz klar, dass diese von ungefähr hier getätigt wurde. Das sieht man links an dem großen halbrunden Fenster, sage ich mal, dieser halbe Kreis. Genau, was sich verändert hat, ist ganz klar, dass man diese weiße Metallstange dort hatte, dieses Stahlgerüst, was dort eben nicht mehr sichtbar ist, aber ansonsten kann man ganz gut erkennen, dass es genau von hier aufgenommen wurde. Hier auf derselben Brücke dann die zweite Aufnahme. Man sieht Hagrid mit Harry Potter quasi hier langlaufen. Im Hintergrund kann man anhand der Wand erkennen, dass es definitiv hier gedreht wurde. Was sich verändert hat, ist das Geländer. Also heute sehen wir hier ein Glasgeländer und früher eben dieses schwarze Metallgeländer. So, und diesmal von der anderen Seite auf der Brücke in die andere Richtung schauen. Professor Moody hier schön in der Kamera ersichtlich. Und die drei Bögen sind auch noch da, also ganz klar von hier gefilmt. Hier sehen wir Harry Potter mit der Weasley-Familie auf dem Weg zum Gleis 9 3/4. Man erkennt sowohl links noch so ein bisschen die Steinwand, die Säulen, und im Hintergrund erkennt man diesen Halbkreis, das große Fenster. Die Szene werden auch noch viele von euch kennen, der schwarze Hund, der diese Treppe runterläuft. Man erkennt, die Treppe war ein bisschen breiter, zumindest scheint sie so, und rechts war dann noch, was ist das, dieses Weiße, das ist vielleicht extra für den Film zusätzlich dahin gebaut worden, aber ansonsten erkennt man ganz klar, dass es hier gedreht wurde. Kommen wir zu der Szene, als Harry Potter den Schaffner nach dem Weg fragt. Das wurde hier an dieser Säule gedreht. Man erkennt diesen Einlass in der Wand. Ansonsten die Kameras gab es damals noch nicht, aber definitiv hier gedreht. So, nochmal aus einer anderen Kameraperspektive. Harry Potter spricht mit dem Schaffner und hier erkennt man ganz klar rechts sowohl das schwarze Rohr und auch links wieder diesen Einlass in der Wand. So, und jetzt sind wir bei der letzten Szene vom Gleis 9 3/4. Harry Potter von hinten auf dem Weg
Zum Gleis 9 3/4, da hinten die Wand, da wo man dann letztendlich durchgelaufen ist, stehen heute Wagen, wie man sie auch vom Flughafen kennt, Gepäckwagen. Die Wand wurde wahrscheinlich künstlich verbreitert, weil sie einfach viel zu schmal ist. Aber ansonsten haben wir den Eingang zum Gleis 9 3/4 gefunden. So, hier sehen wir jetzt die Szene mit dem fliegenden Auto und im Hintergrund eben das Gebäude, was von außen eben den Bahnhof King's Cross im Film darstellen soll. Wir wissen, dass es in Wirklichkeit ein Hotel ist, ein ziemlich teures Hotel und eben nicht der Bahnhof. So, und hier sieht man jetzt das Auto geparkt vor dem Bahnhof. Vor dem vermeintlichen Bahnhof. Was auffällt, im Film fahren hier die roten Doppeldeckerbusse durch. Das entspricht nicht der Realität. So Freunde, hier sind wir jetzt in einer besonders schönen Ecke Londons. Im Leadenhall Market. Ja, das ist eine wunderschöne Markthalle. Die Bilder sprechen für sich. Hier wurden auch einige ikonische Szenen der Harry Potter Filme gedreht. Unter anderem befindet sich hier der Eingang zum tropfenden Kessel. Und zwar genau hier. Hagrid und Harry von hinten vor der Tür zum tropfenden Kessel. Hier hat sich einiges getan. Rechts bei der roten Tür sieht man, dass es noch relativ ähnlich ist, aber der Eingang selbst ist nicht wie im Film dargestellt, sondern blau und gelb und verglast. Aber ja, man erkennt trotzdem ganz klar, dass hier der Eingang zum tropfenden Kessel ist. Und hier haben wir eine weitere schöne Aufnahme von Hagrid, eben von unten, weil er mit Harry Potter spricht. Anhand der Zahlen oben erkennt man, dass es genau von hier gedreht wurde, beide auf dem Weg zum tropfenden Kessel. In der Aufnahme, ich hoffe man erkennt es, Harry und Hagrid rechts im Bild schlendern diesen Weg entlang, links die Geschäfte relativ ähnlich zu heute, natürlich nicht mehr der Obsthändler, wie man vorne sieht, sondern das ist jetzt ein Café, aber ganz klar derselbe Ort. So, und jetzt hier die letzte Aufnahme von diesem Ort. Harry vor diesem Geschäft. Man erkennt immer noch den grünen Rahmen des Fensters, dieselbe große Scheibe. Ja. So Freunde, ich befinde mich gerade hier im Gebiet von Scotland Yard und wie ihr an meinem Regenschirm sehen könnt, ist mal wieder das typische Londoner, berühmt berüchtigte Londoner Wetter zugeschlagen. Gestern noch Sonnenschein und 25 Grad, also so heiß, dass man wirklich im T-Shirt rumlaufen musste. Und jetzt plötzlich Regen und richtig kalt, dass ich mir die Jacke noch anziehen musste. Ja, so ist das nun mal in London, Freunde, ne? Kennt ja jeder. Wisst ihr Leute, während ich hier durch die Stadt laufe. Ich habe übrigens heute 22.000 Schritte gemacht. Ja, aber ich merke, wie viel Spaß mir das macht, diese Drehorte quasi zu besichtigen, aufzunehmen, dort zu sein. Trotz nassem, ekligen Regenwetter und dass ich richtig müde bin vom ganzen Laufen. Macht es wie gesagt sehr viel Spaß. Und wenn euch solche Videos gefallen, Freunde, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lässt. Und nur so kann nämlich mein Kanal wachsen. Und wer weiß, Freunde, irgendwann ist es vielleicht soweit und ich kann dann die große Harry Potter Tour machen, quer durch die Republik. Ja, Teile des Films wurden ja wohl auch in Schottland gedreht.
aber viele auch in der Oxford-Universität. Und ja, so ein kleiner Traum, vielleicht mal die große Harry Potter Tour machen zu können. Aber das geht natürlich nur, wenn mein Kanal groß genug dafür ist, dass es sich auch lohnt. Ja, Freunde, würde mich sehr freuen. So, und jetzt gerade bin ich nämlich auf dem Weg zu dem Haus von Sirius Black. Also Freunde, Like da lassen, Kommentar da lassen für den Algorithmus, ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt, und gerne auch schreiben, falls euch solche Drehort-Videos, solche Filmlocations und solche Touren gefallen, weil dann mache ich das öfters. So Freunde, jetzt stehe ich vor dem Haus von Sirius Black. Genau aus der Kameraperspektive aufgenommen, und ja, so sieht's heute aus. Hier nochmal die Szene aus dem Film aus heutiger Sicht. Auch das Haus mit diesem Fenster findet man hier heute immer noch. Die ikonische Szene, als die Herren und Damen diese Treppe runterlaufen Richtung Haus von Sirius Black. Da kann man leider nicht rein, es ist geschlossen, aber man erkennt auch den Zaun im Hintergrund. Die Szene ist jetzt von hinten aufgenommen, wie gesagt, leider komme ich da nicht rein, weil der Zaun bzw. das Tor abgeschlossen war, aber man kann sich denken, dass es von hier oben eben gedreht wurde. So, jetzt an einem anderen Spot. Harry folgt dem Mitarbeiter des Ministeriums in die Telefonzelle, die hier leider nicht steht. Wer sich erinnern kann, die Telefonzelle ist der Eingang ins Ministerium. Hier in dieser Szene sieht man Ron Weasley, wie er sich an diese Wand lehnt, die Straße im Hintergrund. Alles sehr schön erkennbar. Die schwarze Laterne steht dort nicht. Ansonsten hat sich nicht viel verändert aus meiner Sicht. So Freunde, jetzt nähern wir uns dem Ende des Videos. Hier nochmal Ron Weasley, wie er sich bückt und seine Schuhe bindet. Die schwarzen Säulen, diese Pöller, die man hier sieht, gab es früher nicht. Ansonsten aber klar erkennbar, dass hier diese Szene gefilmt wurde.